Hi, mein Name ist Cyril, ich komme aus der Schweiz und ich befasse mich auf meinem Kanal Lintis World mit 3D-Druck, Holzhandwerk und allerlei anderen DIY-Projekten. Angefangen hat das Ganze vor einigen Jahren mit diesem Ding da hinten, einem Lego-Sternzerstörer. Als Maker fasziniert mich vor allem die verschiedenen Themen miteinander in Verbindung zu bringen. Ich glaube, da hat der 3D-Druck bietet eine ideale Ergänzung, auch weil damit wohl die Möglichkeiten fast grenzenlos geworden sind. In all der Zeit habe ich dann relativ schnell ein Faible für Neongelb entwickelt, welches mich dann doch schon tatsächlich seit Anfang meiner ganzen Reise begleitet. Zu Beginn habe ich beispielsweise viele Maschinenadapter für Absaugungen oder Halterungen für Werkzeuge selbst in CAD erstellt und gedruckt. Damals war es mir wichtig, dass in der Werkstatt auch andere Farben als Rot, Blau, Grau vorherrschen. Etwas, das auffällt, stabil ist und was passt da besser als neongelbes PETG. Mittlerweile sind es viele Projekte in dieser Farbe geworden, verschiedene Gadgets für die Werkstatt oder für auch zu Hause, aber auch eine CNC-Marke Eigenbau mit angebrachten neongelben Teilen, welches dann doch ziemlich cool wirkte. Mir war Strapazierfähigkeit und Schlagfestigkeit, insbesondere in der Werkstatt, natürlich immer sehr wichtig. Ebenfalls, dass es einfach zu drucken ist und da liegt PETG ziemlich nahe. Das Filament von Extruder gestaltete sich dabei immer sehr zuverlässig und genügsam, sei es nun auf einem Ender 3, dem Sidewinder X1 oder den heutigen Bambudruckern. Ich hatte nie groß das Problem mit Filament oder dem Druck oder der Betthaftung, musste mich auch nie stundenlang in Druckprofilen durchwuseln, sondern konnte immer relativ zügig meine gezeichneten Modelle in den Händen halten und schauen, ob die passen. Das gilt übrigens auch für andere Farben. Neongelb passt ja dann doch nicht überall ins Ambiente, also diese Erfahrungen konnte ich auch mit anderen Farben sammeln. Wie ich an ein Projekt herangehe, ist immer sehr unterschiedlich. Je nach Idee oder deren Komplexität fange ich direkt mit Design in Fusion 360 an oder ich zeichne es ganz einfach auf Papier mit Stift. Die meisten meiner Projekte designe ich auch selbst. Dies macht mir auch Spaß, ich finde es spannend. Dabei spielt die Farbe Neongelb sicher noch keine Rolle. Das ergibt sich meistens erst gegen Ende des Designs oder oftmals auch kurz vor dem Druck, dass ich mich da entscheide, welche Teile, welche Farbkombination würde cool aussehen und da dies dann erst beim Ausdruck wähle. Was ich da besonders mag oder liebe, ist der Austausch mit der Community. Ich schätze es sehr, wie viel Kreativität da bei all den Menschen vorhanden ist. Das finde ich wahnsinnig inspirierend und ich hoffe natürlich, dass ich einen Teil davon zurückgeben kann und sich der eine oder andere sich von meiner Arbeit oder von meinen Projekten etwas inspirieren lässt. Neongelb, kann man sagen, ist dabei schon fast zu einem Brand von Lintis World geworden. Das geht schon so weit, dass die Leute in den Kommentaren anfangen zu reagieren, falls ich mal etwas nicht in Neongelb oder mit Neongelb drucke. Was natürlich eigentlich ganz cool und spaßig ist. Für die Zukunft habe ich noch hunderte Ideen, die aus meinem Kopf gerne auf die Druckplatte würden. Ich bin mir sicher, dass dabei Neongelb weiterhin eine zentrale Rolle spielen wird. Mit den neuen Druckern lassen sich dann auch Farb- und Materialkombinationen einfacher realisieren. Das werde ich mir bestimmt mal anschauen und gucken, was da alles möglich ist damit. Grundsätzlich denke ich, dass der 3D-Drucker massentauglicher wird für die Gesellschaft, zugänglicher wird das ganze Thema
Und insbesondere in Kombination mit KI wird das wohl noch eine ganz spannende Geschichte in Zukunft. Aber warten wir es ab. Langweilig wird sicher nicht. Abschließende 3 Worte für das neongelbe PETG von Extruder. Ich denke knallig, gutmütig und cool.